Hi, wir sind Jonathan und Anne von Reise einfach und lebe. Wahrscheinlich bist du hier, weil du unseren Film 11 Tage in den Tiroler Alpen angeschaut hast. Oder doch nicht? Dann mach hier eine Pause, schau dir das Video an und dann geht's hier weiter mit Hintergrundszenen inklusive unserer Gedanken und Erfahrungen zu dieser Tour. Wir sind frisch aus dem Alltag gekommen, wo alles echt schnell ging. Als wir dann die Tour gestartet haben, in der Natur angekommen sind und zu Fuß unterwegs waren, war das für uns eine mega Entschleunigung. Alles ging langsamer. Daher ist bei uns der Anfang der Tour meistens etwas ruhiger. Wir nehmen uns Zeit zum Wahrnehmen der Umgebung, genießen die Ruhe und frische Luft, hören und spüren den Wind, ja und alles, was so dazugehört. Wie sieht bei euch der Tourbeginn aus? Startet ihr direkt durch zum Kilometerschrubben oder habt ihr andere Gewohnheiten? Auf unserer Tour waren wir fast komplett 24 Stunden in der Natur, da wir draußen geschlafen haben. Dazu möchte unser Tourbuddy auch was sagen. Hey yo, was geht ab? Wir sind hier in den Bergen. Ja, und ich dokumentiere jetzt mal, wie hier Tents aufgebaut werden. Zu viert einen richtigen Platz zu finden, kann manchmal etwas Zeit kosten. Der Baumabstand muss passend für die Hängematten sein, das Unterholz darf nicht zu hoch sein und großes Totholz sollte nicht in den Bäumen hängen. Optimal ist es, wenn in der Nähe vom Lagerplatz frisches Wasser zu finden ist. Die Suche nach einem guten Lagerplatz kann daher länger dauern, als wenn wir abends in eine Hütte einkehlen würden. Aber wir finden es toll, am Morgen noch nicht genau zu wissen, wo wir am Abend einschlafen werden. Das Einzige, was wir wissen, es wird irgendwo draußen in der Natur sein. Nur Schutzgebiete und Naturparks sind nicht unsere Schlafplätze. Hier ziehen wir auf den Wegen einfach durch. Gegenüber einem Zelt hat die Hängematte in Bergregionen den Vorteil, dass man auch am Hang schlafen kann oder über unebenen Boden. Der Lageraufbau ist relativ einfach. Wenn kleine Äste im Weg hingen, haben wir sie vorsichtig weggebunden. Dabei war unser Prinzip stets, die Bäume nicht zu verletzen. Was sagt Samu dazu? So gut. Was auch So gut. war die Befestigungsstrategie von Samu und Maya, die mit ihren Hängematten übereinander hängen. In unseren Hängematten konnten wir gerade liegen und nebeneinander. Das war echt super bequem. Der einzige Nachteil war das relativ hohe Gewicht der Hängematten. Draußen übernachten bedeutet auch Wind und Wetter ausgesetzt zu sein. So hat uns in Holzgau ein heftiger Sturm mit Hagel und Starkregen überrascht. Bis auf Jonathans Hängematte, der seine Regenplane gut abgespannt hatte, waren unsere Schlafsachen nass. Daher haben Samu, Maya und ich die Nacht in einer alten Lagerhütte verbracht und dort zwischen den Balken unserer Hängematten aufgehängt. Das war echt cool. Am nächsten Morgen haben wir dann gesehen, welche Schäden der Sturm angerichtet hat. Da waren wir Gott besonders dankbar, dass wir an diesem Lagerplatz gut beschützt waren. Eine Tour ohne Essen ist keine Tour. Zum Frühstück gab es unser selbstgemachtes Porridge. Das Rezept findet ihr auf unserem Blog. Abends haben wir zwischen Reis und Dinkel oder Weizennudeln abgewechselt. Während der Tour haben wir das Essen auch ein bisschen angepasst, da wir irgendwann richtig Appetit auf Samu und Mayas saftige Tomatensauce hatten. Das war übrigens Annes Lieblingsessen. Das Rezept gibt es irgendwann auf unserem Blog. Vermisst ihr Obst und Gemüse bei so einer längeren Tour? Also uns fehlt es total. Daher fallen wir gerne in die Supermärkte ein und kaufen uns ein paar frische Sachen. Frisches Wasser haben wir im Übermaß aus Gebirgsbächen bekommen. Ach ja, und welche Wirkung frisches Gebirgswasser auf der Tour hat, seht ihr jetzt. Das ist stumm. Wir sollten es nochmal zurückspulen. Hallo, ich bin Samuel. Das ist mein Trinkbeutel und der ist leer. Ich gehe zur Wasserstelle zum Auffüllen, denn Gebirgswasser trinken macht stark. Kaufen Sie jetzt frisches Wasser aus Gebirgsbächen. Bei Starkregen können Rückstände von menschlichen und tierischen Exkrementen im Wasser vorhanden sein. Und damit sind wir direkt beim Thema Hygiene und Müll. Vor allem auf stark frequentierten Wanderrouten wie dem E5 ist organisch stinkender Müll keine Seltenheit. Besonders unangenehm sind die weißen Papierfetzen, die in regelmäßigen Abständen am Wegesrand zu sehen sind. Da sollte jeder Wanderer darauf achten, sein Geschäft ordentlich zu vergraben und die Tücher mitzunehmen. Denn umso höher man kommt, desto langsamer verrottet das Ganze. Weitere Infos, wie ihr eure Müllproduktion auf Touren verringern könnt, findet ihr in unserem Blogbeitrag. Aufgrund der Weidetiere, die ihren Kot auch direkt in die Bergbäche und Flüsse hinterlassen, ist es wichtig, die Augen offen zu halten, wo ungefiltertes Wasser genommen werden kann. Vor allem nach Starkregen, wenn sämtliche Hinterlassenschaften von Mensch und Tier in die Bäche gespült werden, lohnt sich der Einsatz eines Wasserfilters. Und wenn wir schon beim Thema Müll sind, wir nehmen generell unseren kompletten Müll mit, inklusive des anorganischen Mülls, der schon vorher dort lag, und entsorgen alles in der nächsten Ortschaft. Zur Planung nutzen wir Komoot.
Ursprünglich wollten wir 20 Tage durch die Alpen wandern. Doch, es wurden dann 11 Tage, da ich einerseits nicht so fit war wie gedacht und andererseits hat die Wettervorhersage einige regenreiche Tage angekündigt. So haben wir dann die Route umgeplant, wozu wir allerdings Internet gebraucht haben, was wir erstmal suchen mussten. Womit plant ihr eure Routen? Noch mit Papierkarte und Kompass oder digital und mit welchem Programm? Schreibt es gerne in die Kommentare. Unsere Tour ist auf dem E5 gestartet, die Autobahn unter Wanderern. Da war teilweise echt viel los. Daher wurde es besonders schön, als wir den E5 verlassen haben und über die Steinscharte zum Heilbronner Weg aufgebrochen sind. Das war übrigens unser Hochzeitstag und gleichzeitig der für mich härteste Part der Tour. Denn das Geröllfeld vor dem Pass ist nicht zu unterschätzen. Es war kaum ein Weg zu erkennen. Da war es gut, dass Samu ein Seil dabei hatte und mich damit an schwierigen Stellen sichern konnte. Meinen Rucksack habe ich dann gelegentlich an Jonathan abgegeben, der ihn dann für mich weiter hochgeschafft hat. Also für mich war das definitiv eine grenzwertige Erfahrung. Für andere war dieser Teil der Tour übrigens besonders schön. Ich habe mir beim Aufstieg keine großen Gedanken gemacht und mir wurde erst mulmig zumute, als ich oben bei der Steinscharte angekommen war. Nicht, weil der Ausblick nach vorn und hinten einfach klasse war, sondern weil erstens ein Blick auf die Uhr verraten hat, wie spät es war und die Sonne sich bereits tief gesenkt hat und zweitens an einer Schlüsselstelle 6 bis 8 Meter Weg weggebrochen waren, um von der Steinscharte auf den Heilbronner Weg zu kommen. Hier mussten wir aufpassen, nicht panisch zu werden. Wir haben kurz diskutiert, ob wir lieber zurückgehen oder vorwärts gehen sollten. Die Entscheidung mussten wir wirklich schnell fällen, da das Tageslicht bereits schon golden wurde. Samu ist dann runtergeklettert und hat sich das genauer angeschaut. Der Klettersteig vom Heilbronner Weg schien wirklich intakt zu sein und der Weg gut erkennbar. Also sind wir einzeln dort hinunter, Samu hat die Rucksäcke runtergebracht, aber wir hatten nicht mehr viel Zeit zum Filmen und Aussicht genießen. In der Dämmerung sind wir vom Klettersteig runtergekommen und in der Dunkelheit mit Kopflampen die letzten Kilometer über ein flaches Geröllfeld abgestiegen. Zur Baumgrenze haben wir es nicht mehr geschafft, sodass wir in dieser Nacht nicht in Hängematten, sondern auf der Plane mit einem sternklaren Himmel als Dachzelt geschlafen haben. Vorher gab es aber noch ein gutes Abendessen, welches ich aber kaum genießen konnte, da als ich den Rucksack abgesetzt hatte, dann ist auch die ganze Anspannung abgefallen und mir wurde richtig schlecht. Also bei der nächsten Passüberquerung planen wir weniger Gepäck, mehr Wasser und einen viel früheren Aufstieg. Und für mich und alle, die eher sonnenempfindliche Haut haben, ist es gut, einen pflegenden Sonnenschutz für sowas dabei zu haben, für die Lippen, weil ich habe dann voll den Sonnenbrand bekommen und meine Lippen waren enorm trocken, sodass ich nicht mehr richtig lachen konnte und das war echt blöd. Hattet ihr bei eurer Wanderung, Bergtour oder Klettertour eine grenzwertige Erfahrung gemacht? Lasst uns in den Kommentaren daran teilhaben. Nach so einem kräftezerrenden Tag mit Sonne, Anstrengung und Schweiß geht das nicht spurlos an unserer Kleidung vorüber. Da kam uns der nächste Fluss gerade recht. Gewaschen haben wir die Kleidungsstücke natürlich ohne Seife oder Waschmittel. Einfach ordentlich durchwalken oder mit einem Stock in die Strömung hängen. Das Ergebnis ist echt verblüffend. Es riecht wieder richtig frisch. Let's go, wir machen Pause. Der 7. Tag unserer Tour war ein Samstag. Das ist unser Ruhetag, an dem wir uns Zeit zum Ausruhen und füreinander genommen haben. Wir haben zusammen gesungen, gute Gespräche geführt und uns Spiele mit Naturmaterialien ausgedacht. Die Gegend erkundet, Tiere beobachtet und haben einfach die Seele baumeln lassen. Am nächsten Tag ging es auf 2774 Meter hoch auf den Mutterkopf. Da wir dazu keine Rundtour geplant haben, wir also den gleichen Weg auf- und abgestiegen sind, haben wir unsere Rucksäcke irgendwann stehen gelassen und sind mit leichtem Gepäck weiter. Der Aufstieg war relativ steil und hat sich gezogen, doch oben wurden wir belohnt. Dieses Gefühl, wenn wir nach einer langen Bergwanderung oben auf dem Gipfel stehen und in die Weite schauen, das ist einfach unbezahlbar. Natürlich ist es anstrengend, gleichzeitig machen der Schweiß und die müden Beine das Ziel viel wertvoller, als wenn wir zum Gipfel mit der Bergbahn hochfahren würden. Auf dem Gipfel weidete eine Herde von Schafen, die uns ganz neugierig beäugte. Bis auf blutsaugende Insekten und Zecken mag ich ja prinzipiell alle Tierbegegnungen. Aber habt ihr schon mal einen Steinbock gesehen? Damit meine ich nicht im Zoo. Es war für mich die erste Begegnung mit so einem Tier. Was ein Gefühl, als ich die Silhouette am Morgen auf dem Pass sah und später dann noch so nah. Selbst die Murmeltiere haben sich nach einer gewissen Wartezeit vor ihren Höhlen gezeigt. Generell haben wir auf dieser Tour so viele Tiere gesehen. Neben den bereits genannten kamen noch Gänse, zahlreiche Insekten und Enten dazu. Nachdem die Entendame unsere Kochstelle neugierig inspiziert hat und nichts von unserem Essen bekommen hat, haben wir ihr mit unseren Wanderstöcken Nacktschnecken gesammelt, etwas von ihrer natürlichen Speisekarte.
Ja, das war eine schöne Tour. Schaut es euch selber an. Und damit meinen wir nicht nur unseren Film, sondern dass ihr das Ganze selbst erlebt. Und zwar mit allen Sinnen. Mit Bergluft, mit dem Rauschen des Windes, in den Bäumen, mit den Murmeltieren, mit Muskelkater, Schweiß und einem Kribbeln im Bauch, weil es einfach ein besonderes Erlebnis ist. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.